Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 7. Episode unseres Abenteuers, die Wiedergeburt von Atlantis, aus dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ja, schauen wir mal direkt, was wir in dieser Episode an Zielen erreichen müssen. Stichwort Kleitos. Die Atlantiden rüsten zum Krieg. Soldaten schärfen ihre Speere und polieren ihre Rüstungen, derweil sie ihre Habseligkeiten für den Marsch ans Mittelmeer zusammenpacken. Zu Hause leisten Männer, Frauen und Kinder ihren Teil, um den Triumph von Atlantis über die griechischen Horden zu gewährleisten. Familien geben sich größte Mühe, ihre Vorräte zu strecken, aber Lebensmittel und Waren lassen sich nicht endlos strecken. Die Nachfrage bleibt konstant hoch. An unseren Küsten strömen die Wasser des Mittelmeeres durch die Säulen des Herkules und brannten an unsere Ufer. Hier sind die Götter am Werk. Die Griechen sind das Volk von Zeus, der die Wasser Richtung Atlantis treibt. Gewiss ein vergeblicher Versuch, unsere Schiffe daran zu hindern, Kurs auf Griechenland zu nehmen. Unser Vater Poseidon wird sich Zeus anmaßende Manipulation seines Wasserreiches sicher nicht gefallen lassen. Poseidon wird gerecht werden. Doch unsere Mission ist klar. Schulter an Schulter marschieren die Atlantiden zur Verteidigung von Atlantis. Sie ziehen ins Feld, um unsere Brüder in Karthago und Memphis zu befreien, die von den Griechen grausam unterjocht wurden. Sie ziehen ins Feld, um unser Volk vor den verhassten Zentauren zu behüten, die zu allen Zeiten versucht haben, uns zu unterwerfen. Sie ziehen mit dem Wissen ins Feld, dass das griechische Volk Atlantis eines Tages nicht mehr im Weg stehen wird. Wenn ihre Mission beendet ist, werden die Atlantiden künftiger Zeiten keine Entbehrungen mehr kennen und in Freiheit und Frieden leben können. Die 7. Episode unseres Abenteuers, die Wiedergeburt von Atlantis, trägt den Titel Die Verteidigung von Atlantis. Ja, und die Atlantiden ziehen in den Krieg gegen Griechenland. In der letzten Episode haben die Griechen viele von unseren Vasallen und Kolonien im Mittelmeerraum erobert. Wir müssen auf jeden Fall diese zurückerobern, nämlich Karthago und Memphis. Wir müssen aber auch den Berg Aulip in Griechenland regieren. Zusätzlich haben wir noch das Ziel, den großen Schrein für Poseidon zu bauen. Ja, wir müssen aber auch unsere Stadt Kleitos weiterentwickeln und ausbauen. 5000 Personen müssen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus und 340 Personen in der Wohnung der Kategorie Villa leben. Einiges, was uns bevorsteht in dieser Episode. Ja, und wir kehren zurück nach Kleitos. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung. Wir haben in der letzten Episode unsere Kolonie Terra gegründet. Gut, wir gehen natürlich wieder in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Die letzte Episode, wo wir in Kleitos waren, war geprägt von einer regen Bautätigkeit. Wir haben hier das Heiligtum des Ares errichtet, haben ein Himmelsmonument gebaut. Ja, und für den Quest des Ares mussten wir Atalante rufen. Ja, und Atalante brauchte natürlich das Heiligtum der Artemis. Auch dieses haben wir hier bei unserem Hippodrom gebaut. Das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen haben wir weiterentwickeln lassen. Hier kriegen unsere Bürger jetzt konstant Streitwagen, aber alle Wohnungen haben noch keine Streitwagen, das dauert noch ein bisschen. Ja, hier haben wir unser großes Gewerbegebiet, wo wir Wein produzieren, Rüstungen und auch Olivenöl. Hier haben wir die Piere, unsere Handelspartner, das geht dann hier noch ein bisschen weiter. Hier haben wir auch unsere Kriegsfregatten, sowie hier auch 2 Kriegsfregatten und Seeigelkais. Ja, und zusätzlich haben wir noch jede Menge Orangenplantagen. Wir haben hier das erste Wohngebiet der Arbeiter, was wir errichtet haben, haben das Heiligtum des Atlas und auch unsere Pyramide hier. Ja, wir können auch schwarzen Marmor abbauen, den wir verkaufen. Ja, und hier haben wir das zweite Wohngebiet der Arbeiter. Gut, ich gehe jetzt erstmal auf die Weltkarte nochmal. So, unsere Kolonie Terra gibt uns 12 Marmorplatten jährlich und kauft bei uns Rüstung, verkauft uns Fleisch und Marmor. Ja, und die anderen Handelspartner sind so wie gehabt. Tyre
als unser Vasall, zahlt uns 8 Trauben jährlich, verkauft uns Holz, Bronze und Trauben. Memphis ist unser Rivale. Wir müssen ja in dieser Episode diesen Rivalen besiegen. Braucht Wolle und produziert Weizen, Oliven und Olivenöl. Saqqara haben wir in der letzten Episode erobert, ist wieder unser Vasall. Wir kriegen 8 Marmorplatten jährlich. Saqqara verkauft uns Bronze und Marmor. Syrakuse ist unsere Kolonie. Wir kriegen 6 Marmorplatten jährlich, kauft bei uns Wolle, verkauft uns Marmor und Oliven. Karthago ist auch wieder Rivale, müssen wir auch entsprechend in dieser Episode zurückerobern, braucht Wein, produziert Bronze und Wolle. Malakka ist unsere Kolonie. Wir kriegen 8 Stränge Wolle jährlich als Tribut, kauft Olivenöl, verkauft uns Weizen, Wolle und Wein. Lixos kauft Orikal und Olivenöl und verkauft uns Wolle. Gades kauft nur schwarzen Marmor und Wein. Und Atlantis kauft Wolle und Olivenöl und verkauft uns Orikal. Im Mittelmeer haben wir noch unseren Rivalen Salamis, braucht Rüstung und Olivenöl, produziert Wein. Themyskria braucht Bronze und Marmor und produziert Olivenöl. Der Berg Pelion braucht Wein und produziert Fleisch. Und der Berg Aulib braucht Weizen und produziert Holz. Ja, wir gucken noch mal kurz nach unseren Pieren. Da hat sich, glaube ich, jetzt auch einiges verändert. Gut, wir haben hier schon entsprechend das Pier von Malakka aufgebaut, wo wir Weizen und Wolle einkaufen. Das ist in Ordnung. Tyre hatte in den letzten Episoden Skulpturen gekauft, jetzt nicht mehr. Gut, dann brauchen wir eigentlich auch keine Skulpturen mehr zu produzieren. Könnten wir nachher ausschalten. Karthago handelt nicht mehr mit uns. Da können wir erstmal alles hier ausschalten. Memphis handelt auch nicht mit uns. Ja, das können wir lassen. Das sind ja alles Importe. So, Syrakuse. Ja, das kann so bleiben. Lixos, ja, das kann auch so bleiben. Ja, und Saqqara, das kann auch alles so bleiben. Ja, den Pausenmodus können wir jetzt aufheben. Wir können schon mal hier dieses Silo abreißen. Das hatte ich ja gebaut, weil wir das Fleisch für Atalante hamstern mussten. So, wir haben jetzt ein Problem. Memphis ist derjenige, der uns ja noch Oliven verkauft. Oh, da wird gerade eine Skulptur wieder zum Pier von Tyre gebracht. Dann können wir jetzt tatsächlich hier das Gewerbe für Skulpturen ausschalten. Gut, ja. Memphis ist ja der Handelspartner, der uns jede Menge Oliven verkauft. Wir können zwar Oliven hier bei Syrakuse noch einkaufen, das ist aber nicht viel, nämlich nur 12 Körbe im Jahr. Ich würde jetzt direkt als erstes Memphis angreifen. Memphis ist zwar sehr stark hier entsprechend militärisch aufgestellt. Wir allerdings auch mit 4 Kriegsfregatten. Wir haben die Amazonen und die Spartaner und wir haben auch schon jede Menge Streitwagenkämpfer. Sind die Verlockungen von Meeresfrüchten im Übermaß nicht genug, um mir zu huldigen? Deswegen greifen wir jetzt direkt Memphis an. Wir werben alle an. Terra kommt mit als Unterstützung. Und ich denke mal, mit dieser Übermacht werden wir auch Memphis erobern. Und dann ist nämlich unsere Olivenölproduktion gesichert. Ja, wir können ja jetzt keinen Wein momentan bei Karthago verkaufen. Allerdings hier bei Gades. Der Weg ist zwar sehr weit, aber trotzdem können wir hier jetzt mal Wein verkaufen. Weil Wein haben wir jetzt dieses ganze Warenlager voll. Das reicht wirklich. So, und ja, wir haben noch hier die 2 Skulpturen in dem Pier. Ja, komm,
Die können hier noch angenommen werden. Da holen wir mal jetzt die 2. So, und Bronze kaufen wir ja bei Syrakusa ein. Nein, das stimmt nicht ganz. Bei Saqqara kaufen wir jetzt die Bronze ein. Ja, und bei der letzten Episode, wo wir in Kleitos waren, hatten wir zum Schluss zu wenig Olivenöl. Eine Rückentwicklung in unseren Wohngebieten der Arbeiter. Das Olivenöl ist wieder da und jede Menge neue Bürger wandern ein. Ja, wir müssen ja den großen Schrein für Poseidon aufbauen. Damit könnten wir jetzt beginnen. So, ich finde hier bei unserem Heiligtum für Ares könnten wir doch diesen Schrein jetzt aufbauen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, ich würde das so ein bisschen versetzt machen wollen. Ja, so ist doch gar nicht schlecht, oder? Geht hier der Weg noch entlang und dann würden wir jetzt hier die Verbindung bauen. Wir brauchen natürlich unsere Kunsthandwerkergilden und einen Architekten und die Sperren. Ja. So, was brauchen wir für den großen Schrein für Poseidon? 139 Marmorplatten. Wow. 28 Platten schwarzem Marmor, 16 Ladungen Holz, 4 Skulpturen und 22 Ladungen Orikak. Ja, die Skulpturen haben wir schon. Ja, den Marmor. Ich meine, wir kriegen ja nachher Marmor als Tribut. Nichtsdestotrotz können wir Atlas fragen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Vielen Dank, Atlas. Und da ist er schon. Gut, dann kann es jetzt losgehen. So, ich glaube, ich würde aber hier die Straße mal weiterführen. Dann können unsere Elefanten mit dem Baumaterial hier diese Straße entsprechend gehen. Und wir können hier nachher noch entsprechend maritime Bauwerke errichten. Wir haben hier auch noch ein Seeigelvorkommen. So, Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Da können wir gleich wieder auf das normale Lohnniveau zurück. Ja, und wir haben Memphis erobert. Gott sei Dank, das hat geklappt. Wir können hier wieder unsere Waren einkaufen. Das Olivenöl brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Da haben wir jetzt hier genug. Ja, und sobald hier unsere Kriegsfregatten entsprechend repariert sind und wir unsere Soldaten auch wieder neu ausgebildet haben, werden wir direkt Karthago angreifen, damit wir hier auch wieder Rüstung verkaufen können und auch unseren Wein natürlich. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt mit den Skulpturen. Dann muss ich mal eben erhöhen auf 4, damit jetzt endlich hier die aus dem Pier auch mal wegkommen. Oh, Atlantis leidet Hunger. 20 Kisten Nahrung in 6 Monaten. Okay, schicken wir los. Ja, interessanterweise werden die Skulpturen nicht aus diesem Pier rausgeholt. Ah, das ist interessant. Okay, dann lassen wir es so, wie es ist. Wir können hier nochmal gehobene Wohnungen aufbauen. Ja, das passt doch noch ganz gut. Dann kommt hier noch ein Fischteich hin. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist auch das Maximum jetzt, was wir hier an gehobenen Wohnungen aufbauen können. Hier könnten wir noch später eine gehobene Wohnung aufbauen. Aber den Platz lasse ich ja immer für unsere Heldenhalle. Also in der letzten Episode werde ich dann hier wahrscheinlich eine gehobene Wohnung noch aufbauen.
So, dann können jetzt hier noch Bänke hin. So, und haben wir Denkmäler, jede Menge Denkmäler. Die könnten wir dann jetzt hier so hinbauen. Dann passt das auch mit der Attraktivität. So, und dann kommen hier noch Vogelbäder hin. Und dann sieht das richtig gut aus. So, und ich stellte gerade fest, dass wir noch die große Statue des Ares hatten in der letzten Episode. Wo wir in Kleitos waren, haben wir einen Quest für Ares ja erfolgreich abgeschlossen und Terra wird wütend. Ja, okay, gut. Erstmal bauen wir hier noch schön die Statue auf. So, machen wir das auch noch schick hier. Gut. So, Terra, du kaufst Rüstungen. Ja komm, wir haben genug Rüstungen. Wir können dir ein mittleres Geschenk machen für Rüstung. Dann solltest du eigentlich wieder glücklich sein. Ja, die Olivenölproduktion läuft hier wieder. Wir könnten bei Malaka etwas Olivenöl mal wieder verkaufen. So, hier wird auch kräftig entsprechend Marmor zum großen Schrein von Poseidon gebracht und Atlantis schätzt uns mehr. Und der Handel mit Tyre wird eingestellt. Das ist schade, aber das wird sich auch wieder ändern. So, Atlantis, du kannst uns doch jetzt mal Aurikal geben, ne? Dankeschön. Ja, ihr seht, Marmor haben wir mehr als genug. Ich glaube, ich brauche noch ein Warenlager für Marmor, wenn wir gleich unsere Tribute bekommen. So, Arbeitsmarkt. Ja, dann können wir mal wieder auf Hoch gehen. Ja, dann fehlen uns zwar ein paar Mitarbeiter, aber wandern noch welche ein? Nee, nicht mehr. Okay. Ja, für Karthago möchte ich jetzt hier noch die Wagenlenkerkompanien ausbilden lassen. Und dann können wir auch Karthago angreifen. So, Terra dankt für die Rüstung. Das ist schön. Ja, und wir haben 5000 Einwohner in unserer Stadt Kleitos. Ja, 28 Arbeiter benötigen wir noch. Ich denke mir mal, es wird Zeit, dass wir unser drittes Wohngebiet bauen. Obwohl wir fruchtbares Gebiet hier haben, was allerdings recht klein ist, werde ich hier das dritte Wohngebiet mal aufbauen. Dafür werden wir mal diesen ganzen Wald hier wegnehmen. Bevor wir das machen, kriegen wir 12 Waren Aurikal. Wobei wir nur 10 annehmen konnten. Naja, gut. So, jetzt kommt der ganze Wald mal hier weg. So, und dann können wir jetzt hier entsprechend das Wohngebiet aufbauen. Vorerst nehmen wir aber unsere Tribute an. No, das können wir alles gar nicht mehr annehmen, weil wir alles so voll haben. Okay, jetzt legen wir los. Hier ist jetzt unser drittes Wohngebiet der Arbeiter, genauso aufgebaut wie die anderen zwei. Wir bauen jetzt hier noch den Architekten, den Brunnen und die Klinik. So, und wir parzellieren jetzt erstmal nur hier drinnen. So, und hier. Und das reicht jetzt erstmal. Gut, dann können wir den Pausenmodus aufheben. Werden hier auch direkt schon den Lebensmittelhändler aufbauen. So, und hier in diesem Silo können wir jetzt auch mal Weizen holen und Fleisch kann ja auch angenommen werden. So, wie sieht es hier aus? Das sieht gut aus.
Ja, Marmor haben wir mehr als genug. Wir könnten aber trotzdem Atlas nochmal fragen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Wunderbar. Ja, und dann geht's auch schon wieder richtig los hier. Ja, und somit ist der Block, die Basis unseres Schreins für Poseidon fertiggestellt. Jetzt wird die Verschalung begonnen. Oh, eine Flutwelle. Okay, wo denn bitte? Oh, oh. Oh, unsere Insel ist hinfort. Da blubbert noch ein bisschen. Unsere Kriegsfregatte, das ist aber jetzt doof hier, ne? Wer mich verehrt, dessen Stadt werde ich beschützen und dessen Kranke werde ich heilen. Okay, wir sollten nochmal eine Kriegsfregatte aufbauen. Ich glaube, hier passt noch eine hin. Oder hier. Ich wollte doch jetzt Karthago angreifen, das ist aber doof. Nee, hier passt. Da passt eine hin. Ah, sehr gut. Ja, dann bauen wir sie hier hin. So. Sperre. Und bitte einen Architekten. Wie doof. Oder wollen wir mit allem angreifen, was wir jetzt haben? Okay, wir haben jetzt gleich 4 Kompanien Wagenlenker. Ja doch, das sollten wir machen. Sobald hier 4 Kompanien Wagenlenker zur Verfügung stehen, werden wir nur mit 3 Kriegsfregatten und dem Rest unseres Militärs Karthago angreifen. Wie gesagt, Karthago ist zwar auch gut militärisch aufgerüstet, aber nicht so stark wie wir. So, Memphis ist verbittert. Komm her, du kriegst schwarzen Marmor von uns. Großes Geschenk. Ist noch jemand verbittert? Nein, Tyre handelt ja im Moment nicht mit uns. Ansonsten sieht aber eigentlich alles soweit ganz gut aus. Selbst Malakka ist wieder treu. Gut. So, wir haben unsere 4 Kompanien Streitwagenkämpfer. Wir könnten ja auch nochmal Ares fragen, ne? Nein, Ares hat keine Lust, uns zu helfen. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, Karthago. Wir nehmen wieder alles mit. Malakka wird uns begleiten, schicken wir los und dann greifen wir Karthago an. Oh, da ist schon mal hier eine große Armee, die sich auf den Weg macht. Sehr schön. Memphis, Dank für das Geschenk, was es nicht brauchte. Egal. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung, auch nicht schlecht. Ja, und hier wird gerade jede Menge Marmor zu unserer Baustelle gebracht. So, Orikal haben wir auch noch genug. Da haben wir jetzt 7 Barren noch. Und wir brauchen 8. Oh, hallo. Okay. Atlantis, kannst du uns nochmal Orikal geben? Ja, sehr schön. Dafür kriegst du Holz. So, das sieht hier auch alles gut aus. Da könnten wir jetzt hier schon mal das Steuerbüro bauen und die Bibliothek. Oh ja, jede Menge Orikal wird gerade geliefert und auch wieder Marmor.
Ja, wie ich mir gedacht habe, der Handel mit Tyre ist wieder eröffnet worden. Sehr schön. Und wir kriegen nochmal 12 Baren Orikal. Ja, läuft doch alles gut hier, oder? Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, da können wir jetzt auch mal das Lohnniveau auf normal stellen. Ja, das weiß ich. Und wir haben Karthage erobert. Sehr schön. Und Atlantis, Dank für das Geschenk. Ja, wir haben echt ein ziemlich starkes Militär hier aufgebaut. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt kann diese Kriegsfregatte wieder aufgebaut werden. Jawohl, sehr schön. Neue Bürger wandern ein. Ja, und ich kriege diese blöden 2 Skulpturen nicht aus diesem Pier hier von Tyre raus. Das ist ja echt nervig. Na gut. So, mit dem Olivenöl müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht uns wieder leer kaufen. Aber unsere Olivenpressen arbeiten alle. Wir haben also genug Rohstoff. Ja, und wenn wir jetzt mal hier auf unsere Ziele gucken, dann sehen wir, dass wir nur noch den Berg Aulib regieren müssen und den großen Schrein für Poseidon fertigstellen müssen. Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Sind die Verlockungen von Meeresfrüchten im Übermaß nicht genug, um mir zu huldigen? Tja, Poseidon, ich bin ja schon die ganze Zeit dabei und überlege mir, dir ein Heiligtum zu bauen. Mal gucken, wenn wir hier so schnell vorankommen. Vielleicht bauen wir dir ja jetzt schon dein Heiligtum. Auf jeden Fall können wir hier bei Karthage wieder alles einstellen, dass wir den Wein verkaufen und die Bronze wieder einkaufen. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. So, ja, wir werden jetzt erstmal unsere Kriegsfregatten wieder reparieren lassen. Ja, und den Berg Aulib, den werden wir ganz zum Schluss dann entsprechend angreifen. So, das sieht doch hier auch schon ganz gut aus. Dann können wir auch nochmal Verschönerungen hier bauen. Wir müssen ja jetzt diese Gebäude erstmal nicht weiterentwickeln. Wir haben ja gesehen, dass wir das Ziel, die entsprechende Anzahl an Bürgern hier in der Kategorie Stadthaus zu beherbergen ja schon erreicht haben. Ja, und ihr seht, der Arbeitsmarkt ist perfekt. Da können wir unsere Kriegsfregatten noch bemannt lassen. Das ist auch nicht schlecht. Alles nicht schlecht hier. So, da kommt das Holz für die Transportrutsche. So, hier diese Kriegsfregatte braucht Orikal. Das kommt auch gerade schon. Gut. Gades braucht Wolle. 12 Stränge Wolle. Okay, schicken wir los. Und schon wieder eine Flut. Oh nein, seht euch das an hier. Ich glaube das nicht. Oh Gott, erstmal Pause. Ach du grüne Neune, schaut euch das an. Die ganze Küstenlinie hier ist zerstört. Meine Piere und hier war meine Kriegsfregatte. Gerade fertiggestellt und zerstört. Ach, du glaubst es nicht. Okay, erstmal den ganzen Schutt hier wegräumen. Die Straße können wir auch direkt wegnehmen. Ja, was für eine Wendung hier. Boah. Du lieber Gott. Und das müssen wir lassen. Okay. Das erste, was wir gucken müssen, sind die Piere, die wir bauen können. Wir haben ja jetzt nur noch 2 Kriegsfregatten, ne? Ja. Ach
Du ahnst es nicht. Okay, gut. Wir brauchen erstmal die Piere wieder. Und zwar brauchen wir dringend die Piere von Memphis. Ja, die bauen wir hier auf am besten. Die Straße muss auch weg. Also, wir brauchen Memphis. Pausenmodus mal eben kurz aufheben. So. Ja, können wir hier rüber rücken. Das geht. Dann können wir hier noch ein Seeigel-Kai bauen. Okay, das ist schon mal gut. Hier kann ein Pier hin, und zwar das Pier von... Wir brauchen noch Türe für die Weintrauben. Tja, man könnte hier ein Pier hinbauen, dann müsste ich das alles umbauen hier. Aber hier könnte ein Kriegshafen, glaube ich, hin, oder? Beziehungsweise ein Fregattenhafen, oder? Ah, schade. Nee, das geht nicht. Und hier wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein. Dann kommen jetzt hier... Tja, es ist echt zu überlegen, ob wir das jetzt hier alles wegnehmen, um hier Piere zu bauen. Also Piere können hier auf jeden Fall hin. Also wir können natürlich... Moment. Ja, wir können natürlich die Weinkeltereien hier aufbauen. 4 Stück haben wir hier, ne? Ja, dann nehmen wir das mal hier weg. Pausenmodus aufheben. So. Nehmen das mal hier weg und müssen jetzt mal gucken, wie wir das bauen. Wir hatten hier Türe gehabt. Ja, das können wir hier aufbauen. Nämlich so. So, und dann gehen wir so. Das passt gut, weil dann kann hier der Architekt hin. Und hier kommt eine Olivenpresse hin. Und dann könnte man diese hier wegnehmen. So, und dann brauchen wir noch das Pier von Saqqara. Nein, das Pier von Karthaga. Ja, das kann hier... Da passt es genau hin. Gut. So. Einmal hier anschließen, bitte. Das kann so. Hier kann noch was hin. Hier kann ein Seeigelkai hin. Und hier kommt jetzt noch ein Bildhaueratelier hin. Das passt hier genau rein. Okay, hier passt auch noch eins hin, wenn wir 2 bauen wollen. Ich glaube, 1 reicht jetzt erstmal. Wir haben 1, 2, 3, 4 Olivenölpressen. Da baue ich noch hier 2 Stück hin. Unser Pferdehof ist auch weg, sehe ich gerade. Der muss hier hin. Können wir drehen. So, das kann hier auch noch weg. Tja, was haben wir noch für Piere? Thera, Atlantis, Lixos, Syrakuse und Saqqara. Also Syrakuse brauchen wir nochmal. Hier für unsere Olivenversorgung. Dann gehen wir hier. Das muss ich gerade noch mal gucken. Lixos brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Die Wolle können wir bei Malakar einkaufen. Saqqara. Ich denke mal, Saqqara brauchen wir noch für Marmor.
Ja, man könnte gucken, ob... Ja, hier passt ein Pier noch hin. Das ist gut. Dann führen wir die Straße so hier entlang. So. Und dann kommt sie dann hier drauf. So, jetzt brauche ich aber noch irgendwo eine Kriegsfregatte. Hier passt noch eine Kriegsfregatte hin. Dann haben wir nur noch 3. Das ist auch nicht so schlimm. Ja, das passt. Mhm. Bauen wir einen Loop. Hier kommt der Architekt rein. Ja, und bauen wir den Loop so. Das geht auch. So, und hier haben wir noch Platz für Seeigelkais. Hier und hier. Auch hier müssen wir einen Architekten noch aufbauen. Sperren nicht vergessen. So, und hier möchte ich auch noch einen Architekten bauen. Da kann hier eine Sperre hin und hier. So, oh, was für ein Gedöns. Okay, dann wieder einstellen. Bei Memphis kaufen wir die Oliven ein. Und den Weizen. Bei Syrakusa kaufen wir die Oliven ein. Ah, hier können wir auch noch Marmor einkaufen. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht, ne? So, bei Saqqara können wir noch Bronze einkaufen. Das tun wir auch. So, jetzt müssen wir auch einstellen. Also, Trauben kaufen wir ein. Na, können wir direkt 12 einkaufen. Bronze. Ja, Holz brauchen wir jetzt nicht. Und Karthager verkaufen wir den Wein. Und die Bronze können wir auch einkaufen. Wolle brauchen wir nicht, die kaufen wir hier ein, ja. So, also eigentlich brauchen wir das Pier von Saqqara eigentlich nicht mehr. Das können wir überall woanders einkaufen, das kommt weg. Dafür kommt dann hier nochmal ein Seeigelkai hin. Oh, hier kommt auch noch einer hin. Und hier. Oh, passt ja doch noch ein bisschen was hier hin. Okay, dann bauen wir den Loop mal ein bisschen größer hier. Sperre noch versetzen. Gut, jetzt können wir den Pausenmodus wieder aufheben. Boah, das war aber jetzt hier echt sehr gemein gewesen. So, der Arbeitsmarkt, ja, das geht jetzt wieder, ja. So, die kann hier weg. Da baue ich noch einen Architekten auf. Das ist mir sicherer. Dann kann die Sperre hier weg. Ja, so schnell kann sich das Blatt hier wenden, nur mit einer blöden großen Überflutung. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles soweit eingestellt. Wir kriegen unsere Tribute, die können wir alle annehmen. Jawohl, dann haben wir auch wieder genug Marmor. Wir müssen Marmor eigentlich gar nicht einkaufen mehr. So, wie sieht es hier aus? Hier wird jetzt schwarzer Marmor benötigt. Lieber Atlas, auf den Streck könntest du uns jetzt mal helfen? Nein. So, dieses Silo kann mal anders eingestellt werden. Hier werden jetzt nur noch Seeigel und Weizen angenommen. Obwohl, hier haben wir auch genug an Waren im Silo. Allerdings sollten wir diese beiden Warenlager ein bisschen
neu einstellen, dass hier ein bisschen mehr angenommen wird. Ja, dadurch, dass ich diese blöden Skulpturen nicht aus diesem Pier rausgekriegt habe, haben wir jetzt das Problem, dass ich natürlich nochmal 2 Skulpturen produzieren muss. Okay, dann müssen wir das Gewerbe wieder einschalten. So, und hier können auch noch Skulpturen angenommen werden. Holen brauchen wir jetzt hier keine mehr. Okay, dann ist das auch alles eingestellt. So, ich glaube, hier können wir noch eine Bibliothek bauen. Oh, was ist das? Athene quält Memphis. Seien Sie froh, dass Sie nicht an meiner Stelle sind, Dominus. Ich, Ramses von Memphis, bin zum bedauernswerten Ziel der erzürnten Athene geworden. Sie greift meine Stadt gnadenlos an. Solange ich von ihr belagert werde, kann ich mit ihnen keinen Handel treiben. Oh Mann. Okay. Und Malaka wird wütend. Schon wieder. So, du brauchst Olivenöl, ne? Aber das Olivenöl möchte ich jetzt nicht abgeben. Du kriegst schwarzen Marmor von mir. Da habe ich mehr als genug. So, ist hier schwarzer Marmor auch schon angekommen bei unserem Bauwerk. Hilft uns Atlas denn nochmal? Oh, gerade schätzt uns mehr, weil wir die Wolle geschickt haben. Ja, bitte gerne. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ach, wunderbar. Vielen Dank, Atlas. Syrakuse benötigt Holz. 6 Holzbretter in 6 Monaten. Okay, jetzt habe ich gerade Holz verschenkt. Nee, da habe ich jetzt wirklich nichts mehr im Warenlager. Oh, ja, komm, dann bauen wir noch eine Sägemühle hier auf. Das Holz hamstern wir mal eben kurz. Ja. So, das Warenlager mit Olivenöl ist leer. Wir verkaufen kein Olivenöl mehr. Das brauchen wir jetzt für unsere Stadt. Wir können ja nur bei Syrakuse entsprechend einkaufen. Malaka, Dank für das Geschenk. Bitteschön. So, wir haben auch jetzt genug Skulpturen. Da können wir das Gewerbe auch wieder ausschalten. Nein, aber nicht hier, sondern hier. Wie unverschämt. Da schickt man denen das Geschenk und dann rebellieren sie auch noch. Naja gut, okay. Das geht auch wieder vorbei und wir haben genug Wolle hier in unserem Warenlager. Das ist nicht ganz so dramatisch. Dramatisch ist das hier, dass wir bei Karthago immer 12 Einheiten Wein hier einlagern. Das müssen wir mal ein bisschen ändern. Okay, so. Obwohl wir haben hier noch ein bisschen Wein drin. Das ist gar nicht so schlecht. Und eventuell müssten wir auch den Verkauf bei Gades dann auch stoppen. Oh, Memphis erholt sich. Oh, das ist ja schön. Handel kann wieder aufgenommen werden. So, das sieht hier auch schon ziemlich gut aus. Ja, der schwarze Marmor braucht natürlich lange, bis der hier zur Baustelle gebracht wird. Da kommt, glaube ich, gerade wieder schwarzer Marmor. Ja. Aber, so wie es aussieht, ist dann die Verschalung auch schon fertiggestellt. Ja. Sehr schön.
Ja, sehr gut. Ach so, wir hatten ja noch eine Forderung gehabt hier. Das Holz, gut, kann jetzt verschickt werden und man ist auch direkt dankbar. Das ging ja schnell hier. Okay, dann können wir das Holz auch wieder nutzen. So, da werden also jetzt die Marmorplatten hier auf der ersten Ebene unseres Schreines verlegt. Ja, und an den Ecken kommen dann wohl die Skulpturen hin. So, da haben schon unsere Kunsthandwerker Position bezogen für Skulpturen. Und hier oben kommt ja die große Figur oder Statue des Poseidons hin. In der Zwischenzeit verschönere ich mal wieder hier weiter. Und zwar haben wir ja Denkmäler hier. Die setze ich jetzt hier so in die Mitte. Irgendwie so. So, und Thera zahlt Tribut. Jahresanfang. Wir nehmen wieder alles an, was wir annehmen können. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann weitere Verschönerungen. Sind die Verlockungen von Meeresfrüchten im Übermaß nicht genug, um mir zu huldigen? So, wieder mal bin ich in der Verschönerungsorgie stecken geblieben. Alles sieht jetzt hier richtig schick aus. Ja, und interessanterweise haben sich auch hier die Gebäude weiterentwickelt. Und die brauchen jetzt alle noch hier Wagen. Ja. Das können wir aber nachher auch nochmal verschönern. So, und hier bei unserem großen Schrein für Poseidon brauchen wir jetzt nur noch 8 Marmorplatten, 4 Ladungen Holz und eine Skulptur. Die eine Skulptur kommt da gerade schon. So, wir kriegen die Mitteilung, dass Memphis angegriffen wird. Okay. Dann schicken wir hier unsere Kriegsfregatten und Amazonen und Spartaner.
Und das sollte eigentlich reichen. So, und da kommt die letzte Ladung Holz. 4 Ladungen brauchen wir nur noch. Dann ist der Schrein des Poseidon, der große Schrein des Poseidons, gebaut und fertiggestellt. Wunderbar. Das haben wir geschafft. Sehr schön. So, dann machen wir hier auch jetzt noch die Verschönerungen. Natürlich. So, ich lasse das jetzt erstmal hier. Die Kunsthandwerkergilden reiße ich nicht ab. Wir haben nämlich jede Menge Arbeitslose. Und die Rebellion in Malakka ist vorüber, wie ich es ja gesagt habe. So, hier sieht alles gut aus. Weiterentwickeln brauchen wir hier die Wohnung jetzt erstmal nicht. Wir könnten allerdings hier schon mal noch weitere Wissenschaftler zur Verfügung stellen. Wir bauen das Labor, das kommt ja hier hin. Und wir bauen das Observatorium, das kommt dann jetzt hier hin. Wie habe ich das denn gebaut? Gucken wir mal eben. Ja, so können wir es bauen, ja. Das brauchen wir aber jetzt nicht. So. Und dann passen hier, glaube ich, noch... Na. Na, passt nicht ganz. Egal. Lassen wir so. So, wir müssen jetzt nur noch den Berg Aule prägieren. Allerdings sind unsere Kriegsfregatten und unsere Spartaner sowie Amazonen gerade damit beschäftigt, Memphis zu helfen. Wir haben jede Menge Marmor. Ja, und die ganze Zeit bin ich am Philosophieren, dass ich das Heiligtum des Poseidon bauen möchte. Und das werde ich auch jetzt machen, nämlich hierhin. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen mehr Platz hier. Dann passt das nämlich hier fantastisch noch hin. Nämlich so. Oder machen wir hier ein bisschen mehr Platz. Ach, ich finde das ja schön, dass hier ein bisschen mehr Raum bekäme, ne? So. Nee, möchte ich aber drehen. Der große Brunnen muss nach hier hinschauen. So. So ist es gut. Okay. Dann hier auch natürlich ein bisschen Platz lassen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Meine Güte, Atlas, bist du aber schnell dabei. So, bauen wir das so. Ja, die Kunsthandwerkergilden baue ich natürlich jetzt hier auf. Und dann reißen wir sie doch hier ab. Ja, dann können wir doch noch verschönern hier, ne? So, das kann hier weg. Jetzt wird Karthago angegriffen, später. Und Memphis schätzt uns mehr. Okay, das haben wir geschafft. Nee. So. Nee.
Das sieht nicht aus. Aber das. Na komm, hier kommen aber noch Bänke hin, ne? So. Ja, das ist doch hübsch. So, hier wird kräftig gebaut. Wir brauchen 2 Skulpturen. Okay, dann können wir das Gewerbe für die Skulpturen wieder anschalten. Orchikal haben wir auch. Marmor kriegen wir gleich wieder geschenkt. So, Olivenöl haben wir auch wieder. Mehr als genug. Können wir hier wieder verkaufen bei Malakar. Ja, jetzt müssen wir nur noch gleich unsere Kriegsfregatten wieder reparieren, Karthago schützen und dann Aulep angreifen. Das Heiligtum des Poseidons können wir auch in der nächsten Episode noch fertigstellen. So, wir haben noch 2 Denkmäler, die können hier hin. Gades braucht Olivenöl. 12 Krüge Olivenöl. Okay, das schicken wir jetzt mal los. Ja, später. Ich muss warten, bis meine siegreichen Krieger zurückkehren, nämlich hier jetzt. Oh, was ist jetzt wieder? Zeus straft Tyre. Grüße Dominus, ich, Iram von Tyre, muss Ihnen leider mitteilen, dass meine Stadt vom Zorn des Zeus getroffen wurde. Zeus hat Blitz um Blitz auf meine Stadt geschleudert und viel davon dem Erdboden gleichgemacht. Ich werde mit Ihnen keinen Handel treiben können, solange ich Tyre wieder aufbaue. Ach, ist das anstrengend. So, da kommen unsere Kriegsfregatten, die müssen jetzt repariert werden, relativ schnell, sonst haben wir das Problem, dass wir nicht Karthago helfen können. Ja, ich meine, wir können natürlich auch hier unsere Streitwagenkämpfer nach Karthago schicken, das sollte auch gehen. Aber wir warten jetzt mal auf unsere Kriegsfregatten. So, Jahresanfang, wir nehmen wieder unsere Tribute an, also das, was wir annehmen können. So, mittlerweile sind die anderen 2 Kriegsfregatten jetzt endlich im Heimathafen angekommen, werden repariert. Ich hoffe, das reicht noch für Karthago. Ja, gut. Jetzt sofort nochmal hier alle losschicken. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht. So, wir haben wieder kein Olivenöl im Warenlager. Ich muss den Verkauf von Olivenöl jetzt wieder stoppen. Also Wein haben wir genug, Rüstung haben wir auch mehr als genug. So, Verschönerungen, Verschönerungen. Wir haben ja genug Zeit. Heckenlabyrinthe passen jetzt hier nicht so richtig rein, ne? Steinkreise sehen auch doof aus, oder? Garde schätzt sie mehr, das ist ja nett. Karthago schätzt sie mehr. Haben wir Glück gehabt, gerade rechtzeitig. Und Tyre erholt sich, wir können den Handel wieder aufnehmen. Oh, Gott sei Dank. So, nee, die Steinkreise sehen irgendwie doof aus. Irgendwie gefällt mir alles nicht so richtig hier. Parkanlagen ist, glaube ich, jetzt das Beste, was ich hier machen kann. Ja. So, hier wird auch kräftig gebaut, aber wie gesagt, wir warten jetzt nicht, bis das Heiligtum fertig ist. Sobald unsere Krieger zurückkommen, bzw. unsere Kriegsfregatten, dann schicken wir alle Mann los, den Berg Aulep anzugreifen. Naja, und dann werden wir auch diese Episode erfolgreich abgeschlossen haben. Tja, die Finanzen, wie sieht's aus? Ja, ein gutes Plus. Das gefällt einem.
Lixus braucht Skulpturen. 10 Skulpturen brauchst du. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. Naja, und das werde ich dir jetzt nicht mehr geben, weil wir kommen jetzt nämlich zum Abschluss unserer Episode. So, die eine Kriegsfregatte ist schon wieder da. Wird auch wieder repariert. So, und die anderen sind auf dem Weg zu ihrem Heimathafen. So, auch die 2 Kriegsfregatten sind repariert. Der Berg Aulib. Jetzt nehmen wir tatsächlich alles mit, was wir mitnehmen können. Terra wird uns begleiten und wir greifen den Berg Aulib an. Okay. Naja, also ich denke mir mal, mit der Übermacht werden wir da den Sieg wohl erringen können und diese Episode damit erfolgreich abschließen. Ja, zwischendurch kriegen wir die Mitteilung, dass Memphis uns liebt. Sehr nett. Stichwort das Mittelmeer. Nach langen und schweren Kämpfen rund um das Mittelmeer ziehen die erschöpften Soldaten von Atlantis nach Hause. Ihre großartigen Anstrengungen sind nicht ohne Erfolg geblieben. Dank ihrer Tapferkeit konnte Griechenlands Würgegriff auf unsere Freundin Ägypten und Phönizien gelockert werden. Die Griechen haben sich in ihre Heimat zurückgezogen. Selbst die ungeschlachten Zentauren wurden in ihre Stadt am Berg Aulib zurückgedrängt und verbergen sich in den Tiefen des Gebirges. Die Wissenschaftler daheim haben die Geheimwaffe fast repariert. In Kürze werden wir sie auf Mykene abfeuern und damit die Bedrohung durch die Griechen ein für alle Mal beenden. Ja, erfolgreich haben wir den Berg Aulib besiegt und somit diese Episode abgeschlossen. Die 8. und auch letzte Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Das Ende der Bedrohung. Ja, sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören. Wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.